Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch den Mercedes-Benz 190e von der Firma Norev in 1:18 vor. Ja Leute, das ist die Verpackung. Ja, die Edition Mercedes von Norev, wie man sie kennt. Schraubendreher und Handschuhe sind natürlich auch wieder mit dabei. Und hier ist der Wagen für euch ausgepackt, hier in diesem schönen Signalrot. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Dieser Wagen wurde auch von manchen liebevoll, von manchen nicht liebevoll Baby-Benz genannt. Das ist eines der erfolgreichsten Autos überhaupt und im Prinzip ist das so eine Art Vorläufer der C-Klasse, denn werksinterne Bezeichnung ist W201. Wir gucken uns gleich mal die Front an. Der ist ganz neu rausgekommen, wie gesagt, und besticht meiner Meinung nach so ein bisschen durch seine Farbkombination. Ja, hier könnt ihr schon sehen, innen drin beige und mit rot. Front, Mercedes-typisch, die ganz klaren, kantigen Linien von damals. Wenn ich mich nicht täusche, ist das auch eines der, Babys, im wahrsten Sinne des Wortes, von Bruno Sacco, dem Designer. Hier klare Linien, wie gesagt, die großen Scheinwerfer damals markant. Und natürlich der Kühlergrill mit dem schönen Stern oben drauf. Und ich würde sagen, wir gucken direkt in die Motorhaube rein und werfen mal einen Blick dort rein. Ist eigentlich relativ gut gemacht worden von Norev. Ja. Kleine Aufkleber für vorne an der Front kann man sehen. Verschiedene Farben im Motorraum, so wie es in echt eigentlich auch ist. Ist nicht schlecht, ja, also kann man durchaus machen. Vielleicht ein bisschen mehr Details hätten vielleicht noch gepasst. Aber im Großen und Ganzen bin ich damit zufrieden. Kann man also durchaus so machen, ja. Und da kommt er schon entgegen. Schauen wir uns die markante Seite an. Ja. Weil jeder von euch, gehe ich mal von aus, hat ein Baby-Benz schon gesehen. Spätestens auf meinem Kanal. Typische Form des Mercedes 190er aus damals. Ja, diese ganz klare, kantige Linie. Hier, ja, im Prinzip das Sacco, wie man dazu sagt, ja, von dem gleichnamigen Designer. Also wie gesagt, sehr schlichte Form, dennoch einprägsam und eigentlich ein zeitloses Design, wenn man mich fragt. Hier auch mit diesen klassischen Felgen bzw. Radkappen sehen eigentlich im Prinzip sehr gut aus. Unscheinbar, unaufgeregt, so wie der Baby-Benz halt ist. Deswegen wurde er wahrscheinlich auch so oft verkauft. Schauen wir uns das Heck an. Wie gesagt, hier auch die markante Linie von Mercedes, die ja eigentlich in fast jedem Mercedes durchgängig zu sehen ist. Und wir schauen uns das Heck jetzt hier an. Und hier können wir wieder sehen, hier die typischen Mercedes-Lichter, ja, mit den gestrichelten oder mit diesen durchgezogenen Linien, die auf jeden Fall einen extremsten Wiedererkennungswert haben. Auspuff kann man auch sehen. Ja. Der Wagen sieht so von unten aus. Uiuiui. Auspuff kann man wie gesagt sehen. So sieht der Wagen von unten aus. Ja, hätte man mehr machen können, aber wie gesagt, der Boden ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig, aber natürlich ist er nicht unwichtig. Hier wie gesagt Mercedes-Logo zu sehen. Nicht großartig spektakulär, ich würde sagen, wir schauen erstmal rein. Kann man hier aufmachen. Ich kann auch gleich den Ansatz der Antenne erkennen. Und hier das Warndreieck ist mit dabei, das gefällt mir gut. Was mir aber nicht so gefällt, ist der Kofferraum selber, wie ihr sehen könnt. Er ist Plastik, ist kein Teppichimitat drin. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Original-Benz ist, kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich sag mal so, selbst wenn es nicht so wäre, ja, ich denke, im Modellauto kann man es durchaus machen. Ich finde es immer wertiger. Ja. Also bei anderen Modellen ist es ja auch drin. Wo im Original meistens oder oftmals auch kein Teppich drin war. Gut, das ist eine Sache, die mich jetzt ein bisschen stört, aber egal. Schauen wir uns den Innenraum als nächstes an. Und ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Der Innenraum, wie gesagt, hier mit dem schönen Beige, wo übrigens im Teppichraum auch Teppichimitat verlegt worden ist. Deswegen habe ich gedacht, könnte man hinten genauso machen, aber gut, das ist jetzt leider nicht so. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten ist hier relativ gut detailliert gearbeitet worden. Hier und da hätte man sicherlich noch etwas mehr machen können, ja, gerade bei den Knöpfen und verschiedenen Farben quasi der Knöpfe, hier auch. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich schon. Klar, sage ich mal. Ja? Also hier ist zumindest alles angedeutet, sage ich mal. Also gefällt mir eigentlich sehr gut das Ganze. Ja? Hier auch der Schaltknauf. Handbremse ist anders gedacht worden. Ist auf jeden Fall ein hübsches Modellauto. Wie gesagt, den Kritikpunkt habe ich mit dem Kofferraum.
Und eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, und zwar, ja hier, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, oben, das scheint durch, ne? Das ist nicht ganz so bündig abgeschlossen, die Spaltmaße. Das ist eine Sache, die ich jetzt ein bisschen kritisiere, ja. Ich glaube, im Echt war das nicht so. Seht ihr das? Ne, da kann man reingucken. Das gefällt mir nicht so gut von Norev, da müssen sie noch nacharbeiten, meiner Meinung nach. Ansonsten, auf den ersten Blick sieht der Wagen natürlich sehr schön aus. Lasst mich erfahren, wie ihr zu dem Wagen steht. Also im Vergleich zur Autoart, sage ich mal, es ist die Qualität weniger. So wie bei dem alten Autoart, sage ich mal, den ich übrigens auch schon mal hier vorgestellt habe. Das ist einer meiner ersten Videos. Link dazu natürlich in der Beschreibung oder mir. Guckt euch das im Nachgang auf jeden Fall mal an und vergleicht mal die beiden miteinander. Und schreibt mir gerne einen Kommentar dazu. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.